Im ersten Video erkundeten wir die Atlantikküste. Im zweiten fuhren wir durch Ontario bis zur Manitoba-Grenze. Jetzt geht's hier weiter von Manitoba durch Saskatchewan, Alberta und nach British Columbia. Willkommen zu unseren Eskapaden. Ursula ist die Navigatorin, mein Name ist Dieter und ich bin der Steuermann. Die Provinzgrenze ist auch eine neue Zeitzone, das heißt Uhr eine Stunde zurückstellen. Nach Winnipeg folgen wir dem Highway 16, das ist der Trans-Canada Yellowhead Highway. 200 Kilometer nach Winnipeg ist der Highway 10 zum Riding Mountain National Park, bekannt für die Büffelherden. Wir hatten Glück und sahen eine Bärenfamilie im Park. Dann zum Wanuskewin Heritage Park nördlich von Saskatoon in Saskatchewan. Und schließlich Edmonton in Alberta mit dem größten Einkaufszentrum. Ein Piratenschiff im Einkaufszentrum und Minigolf und Eisfeld und Hallenbad. Weiter nach Jasper. Die Aussicht vom Whistlers Peak im 2014. Nach dem Waldbrand im 2024 ist Jasper wieder offen für die 2025-Saison. Eines ist sicher, der Athabasca River sorgt für gute Unterhaltung. Nun wieder zurück nach Winnipeg und dieses Mal fahren wir auf dem Trans-Canada Highway 1. Die nächsten 1300 Kilometer sind flacher als die meisten Orte. Das sind die kanadischen Prärien. Auffallendste Merkmale in den Prärien sind die Getreidefelder und Grain Elevator oder Getreideaufzug. Kaum zu verpassen sind die langen Eisenbahnzüge. Wenn die Rocky Mountains kommen, wird umgekuppelt und zusätzliche Lokomotiven am Anfang, in der Mitte und am Schluss angehängt. Ja, es ist ein Schauspiel und wir hatten den Video dafür. Die vollen 20 Minuten bergauf in den Rocky Mountains. Wieder geht's weiter auf dem Trans-Canada. Nördlich von Swift Current in Saskatchewan ist der Saskatchewan Landing Provincial Park. Wir sind immer noch in den Prärien und waren überrascht, als wir Kakteen, wilden Salbei und Beeren im Überfluss fanden. Dann südlich von Swift Current ist der Grassland National Park. Die wilden Büffelherde kann mit viel Glück im unendlich großen Park gefunden werden. Der Park ist ein Dark Sky Preserve. Das heißt, dass es keine Lichtverschmutzung gibt. Der Sternenhimmel ist überwältigend. Kurz vor der Provinzgrenze nach Alberta ist Maple Creek. Ein Ort, wo wir jeweils für Essen anhalten und ein paar Schritte durchs Dorf laufen. Alberta, das Land der wilden Rosen, und wieder wechselt die Zeitzone. Wir gehen direkt zum Dinosaur Provincial Park und den Badlands of Alberta. Die sind nordwestlich von Brooks. Drumheller ist nördlich von Calgary mit dem Royal Tyrrell Museum. Die Ausstellung ist einmalig und sehr lehrreich. Wir umfahren Calgary und sehen die Rocky Mountains in der Ferne. Zuerst war es nicht ganz klar, ob es Wolken oder die Berge sind. Der Willowrock Campground ist am Eingang vom Kananaskis Country. Wir waren im Oktober dort, kurz bevor der Platz für den Winter zumachte. Der Highway 40 oder Kananaskis Trail ist nur wenige Minuten vom Park entfernt und führt südlich in die Berge. Fantastische Rastplätze und Wanderwege entlang dem Highway, wie hier beim O'Shaughnessy Falls. Die Grassy Lakes sind außerhalb Canmore
wenige Minuten nördlich vom Campingplatz. Eine atemberaubende Wanderung in den Grotto Canyon, ein Ausflug zu den beliebten Trollfalls. Es lohnt sich, früh zu gehen. Dann geht's weiter nach Banff und dem Icefield Parkway entlang. Kurz vor Jasper kommt Mount Edith Cavell. Dann ein Verkehrsstau auf der Maline Lake Road. Zuerst kommt der Madison Lake, dann der Maline Lake. Die Fahrt geht südlich nach Penticton im Okanagan Valley. Das Klima dort ist sehr gut für Früchte und bekannt für die hervorragenden Weine. Pentas hat eine interessante Zufahrt und ausgezeichnete Weine. Wildgoose ist ein anderes Weingut, wo wir uns mit ein paar Flaschen eindeckten. Dann weiter Richtung Süden, den Seen entlang nach Osoyoos. Wir waren im Hotel und genossen den Service. Einen Tagesausflug mit dem Mietauto zum Mount Kobau. Wir hatten keine Probleme, obwohl es eine Schotterstraße war. Es sind 30 Kilometer zum Parkplatz auf dem Mont Kobau. Wir hörten von den wilden Pferden und machten uns auf die Suche. Nach etwa 2 Stunden sahen wir eine Gruppe in der Ferne. Wir verlassen Osoyoos Richtung Norden. Unser nächstes Ziel ist Whistler, 540 Kilometer durch die Rocky Mountains. Weiter auf dem 99, das ist die Duffy Lake Road. Kurzer Halt beim Logjam für ein Ferienfoto, dann den Duffy runter nach Pemberton. Da wir unseren Wohnanhänger haben, gehen wir durch Whistler und auf den RV-Park und Campground. In und um Whistler sind mehrere Wasserfälle. Die Brandywine Falls sind wenige Minuten vom Campingplatz. Die Shannon Falls sind kurz nach Squamish. Die Alexander Falls sind nördlich Richtung Callahan Valley. Die Nairn Falls sind kurz vor Pemberton. Whistler hat Wanderungen für alle Anforderungen. Der Ascent Trail ist ein steiler Wanderweg von Whistler zum Blackcomb Mountain. Campieren beim Garibaldi Lake. Es geht vorwiegend bergauf und hört nicht auf, aber es lohnt sich. Gemütliche Wanderungen auf dem Whistler Mountain und Blackcomb. Ausflüge mit dem Velo. Flüge mit dem Velo. Aber auch Flüge ohne Velo. Ein Gletscherrundflug mit dem Wasserflugzeug. Einmalig. Wir verbrachten einige Tage in Vancouver
und besuchen den Stanley Park. Selbstverständlich mussten wir die Dampfuhr sehen. Der Grund für den Vancouver-Aufenthalt war unsere Eisenbahnreise. Eine spezielle Eisenbahn, den Rocky Mountaineer. Früh am Morgen auf den Zug und ab Richtung Banff. Wir nahmen den Erstklass-Service und das ist jeden Rappen wert. Und zudem war es unser Hochzeitstag. Die Landschaft ist atemberaubend. Das Essen ist einmalig. Frühstück, Mittagessen und Kaffee mit Dessert. Dann mit der Fähre nach Nanaimo und südlich nach Victoria fahren. Die Westküste ist bekannt für die Schnitzereien von den First Nations. Als wir Nelson McCarthy auf der Fähre trafen, konnten wir nicht widerstehen und seine fantastische Darstellung von Adler, Bär und Lachs kaufen. Wir verließen Victoria via Esquimalt Lagoon Zugvogelschutzgebiet. Dann der Küste entlang zum Cold Shoulder Café in Jordan River. Kurz vor Port Renfrew ist Sombrio Beach. Der Rauch auf der gegenüberliegenden Seite ist ein aktiver Waldbrand. British Columbia hat Recreation Sites, wo du campieren kannst. Der Preis ist unterschiedlich und muss mit Bargeld am Ort bezahlt werden. Es hat keine Abfallsammelstelle. Das heißt, alles was du bringst, musst du auch wieder mitnehmen. Der nächste Stopp ist Ucluelet und Tofino. Entlang dem Weg ist der Macmillan Provincial Park. Und schließlich Ucluelet. Wir hatten eine Reservation. Hotels sind normalerweise ausgebucht. Außerhalb Ucluelet ist der Wild Pacific Trail. Spektakuläre Aussicht und ein guter Ort, um Adler zu sehen. Tofino ist bekannt für die Sandstrände und das ganze Jahr über Surfen. Dann die Fähre von Port Hardy nach Bella Coola. Der Ort ist bekannt und beliebt für Bärenbeobachtungen, Schwarzbären und Grizzlybären. Die einzige Straße nach Bella Coola führt über den Heckman-Pass. Die 15 Kilometer lange Schotterstraße steigt zur Passhöhe auf 1200 Meter. Wir sind am Ende unserer Reise von Winnipeg in Manitoba zur Westküste in British Columbia. Der kürzeste Weg ist etwa 2500 Kilometer. Ein Wohnmobil braucht 16 bis 20 Liter Benzin, somit kosten 1000 Kilometer mit einem 20 Liter pro 100 Kilometer etwa $300. Die Benzinpreise in Manitoba sind etwa 35 Cent billiger als in British Columbia. Campingplätze sind von etwa 20 bis $50 pro Nacht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal.